Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil unseres großen Gravitrax-Turnieres. Wir haben beim letzten Ankündigungsvideo schon die Partien ausgelost. Insgesamt werden 16 Deutsche und ein englischsprachiger YouTuber von Gravitrax mitmachen. Die Auslosung habt ihr schon im Ankündigungsvideo gesehen. Die blende ich euch an dieser Stelle hier nochmal ein. Zumindest können wir hier Gruppe A und Gruppe C sehen. Und ich werde dann immer nach dem Rennen in diese Tabelle das eintragen, wer jetzt gewonnen hat und entsprechend dann die Tabelle füllen. Wir werden heute insgesamt 8 Rennen haben. Und zwar ist es eben so, dass in diesem Video immer diese beiden Partien in jeder Gruppe ausgetragen werden. Also unser allererstes Match ist Trax Trail gegen Gravitrax Guys. So, und dann gehen wir auch direkt in das erste Rennen. Wer die Strecke noch nicht kennt, die habe ich im letzten Ankündigungsvideo einmal gezeigt, dann klickt euch am besten zuerst mal in das Video rein, schaut euch das an und kommt anschließend wieder auf das Video zurück, damit wir hier einmal das Rennen fahren können. So, dann gehen wir in Rennen Nummer 1. Die rote Kugel ist Trax Trail und die blaue Kugel ist Gravitrax Guys. So, ich habe das Ganze dann immer so geschnitten, dass er hier verschiedene Perspektiven hat. Wir schauen mal, blau geht hier in Führung, wird aber von rot direkt eingeholt. Hier knapp neben meinem Gesicht. Und wer kommt als erstes durch den Trichter durch? Blau, aber nicht so ein großer Vorsprung. Rot ist noch dicht hinten dran, kann hier dranbleiben. Wir schauen mal, wer als erstes durch die Gauss-Kanonen durchkommt. Das ist auch die blaue Kugel, aber rot ist ganz knapp dahinter. Kann jetzt hier richtig aufholen, zieht sogar an der blauen Kugel vorbei und kann ein bisschen Vorsprung holen. Das könnte sogar bei der letzten Weiche reichen. Wir warten mal ab und die rote Kugel alias Trax Trail gewinnt das allererste Rennen. So, und dann werde ich es immer so machen, dass ich in der Mitte hier den Sieger einmal eintragen werde. Und hier die Siegesanzahl. Upsala, da haben wir uns vertan. Einmal kurz mit der Animation, das muss ich mir abgewöhnen, die 1 einzutippen, sonst wechsle ich die Szene. Und dann gehen wir als nächstes in das Rennen Nummer 2. Ihr seht, die graue Kugel ist Marble Masters gegen die grüne Kugel Gravibahn. So, dann starten wir. Ihr seht hier oben, das ist immer eine 50-50 Entscheidung, wer sich hier am besten durchsetzt. Aber die grüne Kugel kann hier durch die kürzere Strecke vorbeiziehen. Aber die graue Marble Masters sind knapp hinten dran. Wir schauen mal, Gravibahn kommt hier sehr gut durch den Trichter, aber Marble Masters ist nicht so weit hinten dran. Kann hier bei den Kaskaden im Windschatten bleiben. Wir schauen mal, wie das bei den Flips aussieht. Auch hier nur die graue Kugel leicht hinten dran, aber die grüne Kugel wird da durch diese enge Kurve gar nicht so sehr abgebremst. Jetzt muss man echt abwarten, wer könnte hier am Ende das Rennen gewinnen. Es wird richtig knapp und die grüne Kugel gewinnt das Rennen. Das ist Gravibahn. Glückwunsch, aber das war mal ein richtig knappes Rennen. Und dann gehen wir hier in der Excel-Tabelle einmal zu der Gruppe B. Und ihr seht, die rote Kugel wird durch Honobirn repräsentiert, beziehungsweise andersrum, Honobirn repräsentiert, nein, ich hab's richtig gesagt. Honobirn hat die rote Kugel und Guardian of Gravitrax hat nun die blaue Kugel. Wir gehen rein in das erste Rennen der Gruppe B. Dann schauen wir, wer kann sich durchsetzen. Rot hat hier aber nur einen kleinen Vorsprung, das kann die blaue sofort in der kürzeren Strecke wieder gut machen, kommt auch hier durch den Trichter gut durch. Und ist zuerst in diesem orangenen, längeren Trichter, kommt hier super durch. Die rote Kugel bleibt ein bisschen hängen. Dadurch hat die blaue Kugel von Guardian of Gravitrax jetzt einen wirklich guten Vorsprung. Mal gucken, ob Honobirn das noch einholen kann. Wir sind mal gespannt. Mal gucken, die blaue Kugel wurde ziemlich abgebremst. Mal gucken, ob die rote Kugel das jetzt noch einholen kann. Ist aber doch ein bisschen weiter hinten. Und Guardian of Gravitrax wird hier das allererste Rennen gewinnen. In der Gruppe B. Also dann gewöhne ich mir das ab, hier hinten die Siege einzutragen. Das mache ich dann im Nachhinein, damit nicht jedes Mal die Szene bei mir wechselt. Und dann machen wir weiter mit dem Duell Gravitrax Ellie gegen Kugelbahn. Jeweils mit den Farben, die sie hinterlegt sind, also grau gegen die grüne. Und dann gehen wir rein in das Rennen. Und Gravitrax Ellie kommt hier gut weg, wird aber von Gravibahn ganz knapp eingeholt, kann sich aber im Trichter gleich wieder zurückkämpfen. Dann gehen wir rein in den orangen Trichter, schauen, wer sich da durchsetzen kann. Und Gravibahn schubst Gravitrax Ellie an. Die kommt richtig schnell durch diesen Trichter durch und Gravibahn bleibt ewig da drin hängen. Dadurch ist, glaube ich, das Rennen sogar schon entschieden. Sie hat halt wirklich einen richtig großen Vorsprung, bleibt sogar an diesem Jumper richtig stark hängen und selbst das würde sie nicht mehr aufhalten. Da hat Kugelbahn wirklich einen
riesen Vorteil ihr verschafft in diesem orangenen Trichter. Glückwunsch an Gravitrax Ellie. Dieser Sieg geht an dich. Ja, das war natürlich höchst unglücklich, wie das gelaufen ist, da in dem orangenen Trichter. Da hat man natürlich einen riesen Vorsprung anschließend. Anschließend wird Magic Marble gegen Lexfax, diesmal spreche ich es richtig aus, antreten mit der roten Kugel und Lexfax mit der blauen Kugel. Gehen wir rein ins Rennen. Magic Marble kann sich durchsetzen, wird wieder von der blauen Kugel kurz eingeholt. Lexfax jetzt aber auch hier erst als zweites am Trichter. Wir schauen mal, wer sich durchsetzen kann. Magic Marble kommt zuerst durch. Lexfax ist jetzt auch durch, ist noch nicht zu weit hinten dran, kann das noch aufholen. Die nächsten Stellen wird die rote Kugel ja immer den etwas längeren Weg nehmen, dadurch, dass die Weichen so gestellt sind, dass die vordere da ein bisschen längeren Weg hat und bleibt hier ein bisschen am Jumper hängen. Das kann Lexfax vielleicht ausnutzen, ist hier ganz dicht hinten dran, kommt jetzt in den letzten Teil und zieht hier kurz vor Ende noch vorbei und die blaue Kugel mit Lexfax wird dieses Rennen für sich entscheiden, weil sie es einfach nicht aufgegeben haben und immer dicht hinten dran blieben. Ganz, ganz starkes Rennen. Dann gehen wir in das zweite Rennen der Gruppe C. Das ist Kugelspaß mit der grauen Kugel gegen Erik M. Gravitrax mit der grünen Kugel. So, da kann sich Erik kurz durchsetzen, wird aber dann direkt wieder auf der Langgeraden kassiert von Kugelspaß. Wir schauen mal, wer sich hier durchsetzen kann. Kugelspaß kommt super durch den Trichter durch, hat jetzt einen massiven Vorsprung. Ich glaube nicht, dass Erik das noch einholen kann. Jetzt muss man mal schauen, ob sie beim Jumper, wo man ja gerne mal hängen bleibt als Kugel und dann jetzt diese anschließend, ja, ist hängen geblieben und hier diese enge Kurve, das kostet eine Menge Zeit. Mal gucken, ob Erik M. Gravitrax das aufholen kann. Ist hier dicht hinten dran. Aber das wird wohl nicht ganz reichen und Kugelspaß gewinnt hier dieses Duell. Und dann gehen wir rüber in unsere letzte Gruppe. Die Partien sind Gravitrax 2019 mit der roten Kugel gegen Gravitrax Studio mit der blauen Kugel. Dann gehen wir rein in das Rennen. Gravitrax Studio kann sich hier leicht durchsetzen, ist aber nur so wenig vorne, dass sie dann auf der langen Geraden wieder kassiert werden von Gravitrax 2019. Wer kommt denn hier als erstes durch? Gravitrax 2019 kommt hier super durch. Hat einen kleinen Vorsprung, aber nicht zu groß, sodass Gravitrax Studio auf jeden Fall hier noch eine Chance hat, am Ende bei dem Jumper und bei der Kaskade damit aufzuholen. Wir müssen mal gucken, ja, auf jeden Fall Gravitrax 2019 ist hier hängen geblieben. Vielleicht kann das Gravitrax Studio noch aufholen, das war richtig knapp. Gravitrax 2019 gewinnt hier das erste Rennen in der Gruppe D. Und jetzt gehen wir in das letzte Rennen unseres ersten Teils. Und zwar ist das Gravitrax TV mit der grauen Kugel gegen Balltrack Marble Runs mit der grünen Kugel in das allerletzte Rennen von unserem Part 1 hier. Also, Gravitrax TV kann sich hier gut durchsetzen, wird auch nicht auf der Langgeraden eingeholt, aber jetzt hier im Trichter komplett verdrängt von Balltrack Marble Runs. Die sind jetzt viel früher im Trichter. Mal gucken, wer durchkommt. Oh, sie brauchen aber viel länger im Trichter. Werden hier von Gravitrax TV wieder eingeholt. Sind aber nur geringfügig hinten dran. Das wird gegen Ende des Rennens nochmal sehr spannend. Gravitrax TV hier mit dem leichten Vorsprung kommt aber super durch den Jumper und durch diese enge Kurve durch, verliert er kaum Geschwindigkeit und kann dadurch ganz knapp am Ende das gewinnen. Das war ein richtig, richtig knappes Duell. Und an der Stelle, jetzt muss ich kurz überlegen, wer hat gerade gewonnen? Verzeiht mir, falls ich jetzt die falsche Kugel eintrage. Ich glaube, es war ja gerade die grüne Kugel. Ich werde es gleich umändern, falls ich es gerade falsch gesehen habe. Dann verzeiht mir das, dann werde ich das mal korrigieren. So Leute, das war der erste Part. Wir werden jetzt ungefähr alle 3 Tage einen weiteren Part rausbringen und anschließend kommt dann die K.O.-Runde. Das heißt, jeder von euch ist mindestens in den ersten 3 Videos enthalten. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Wenn euch das Ganze richtig gut gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, klickt gerne auf die Glocke, dann kriegt ihr auch die Nachricht, wann ich ein nächstes Video hochladen werde. Und dann freue ich mich auf euch. Dann sehen wir uns in Part 2, ungefähr in 2-3 Tagen. Ich werde es immer um die gleiche Zeit hochladen. Dann freue ich mich drauf. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.